Sonnenwärme ist keine Lufterwärmung. Über das sollte jetzt einmal drüber nachdenken. Grüß euch von Infrarot-Team. Heute reden wir mal von ganz was Wichtigem. Ich bin da jetzt ober der Nebelgrenze auf knapp 1700 Meter. Unten im Tal ist es frostig, heute um die minus 5 Grad. Hier oben haben wir ungefähr 30 cm Neuschnee. Wir sind heute extra da am Berg aufgefahren, um euch das noch einmal zu erklären. Celsiuswärme könnt ihr nicht vergleichen mit einer Zentralheizung. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist ganz gewaltig. Eine Zentralheizung erwärmt immer die Luft, egal ob ihr eine Fußbodenheizung, eine Wandheizung, einen Heizkörper habt. Das Gleiche ist aber heute vollkommen egal, ob da jetzt eine Wärmepumpe, eine Pelletsheizung, eine Ölheizung oder eine Gasheizung dahinter ist. Lufterwärmung bleibt Lufterwärmung. Das ist unsere Celsiusheizung und die Celsiusheizung arbeitet wie die Sonne. Warum kann die Sonne heizen? Bei Minusgrad da oben eine wohlfühlende Wärme erzeugen. Jeder, der schon einmal Skifahren wollte, sollte einmal darüber nachdenken, wie genial eigentlich die Sonne ist. Und trotzdem, immer wieder in die Kommentare das Gleiche, es wird Zentralheizungen mit unseren Infrarotheizungen verglichen. Viel schlimmer noch, es werden irgendeine Billigsdorfer Infrarotheizungen mit diesem Hightech-Produkt verglichen, nur weil der Preis was kostet. Eine Wärmepumpe wird euch auch nicht geschenkt. Denkt einmal über das nach. Ein Heizraum kostet mehr Geld bald als wie die Zentralheizung selber. Über die Baukosten reden wir nicht, aber zahlen müsst ihr es auch. Also reden wir bitte nicht von billigen Infrarotheizungen zu unseren. Tut einmal drüber nachdenken, warum das was kostet. Warum kostet es was? Weil wir können heute die Sonne künstlich erzeugen über Infrarot-C, aber nicht über heiße Oberflächentemperatur, deswegen sind unsere Platten so klein. Wir arbeiten über sogenannte Frequenztechnologie, über Kristallglas. Das heißt, es wird bei uns der Strom in Infrarotwärme, sprich Infrarot-C, auf 12 Meter Raumtiefe gleichmäßig erzeugt. Das heißt, wir arbeiten nicht über Lufterwärmung, sondern wir arbeiten über Speicherwärmung. Und die Speicherwärmung ist heute das Wesentliche überhaupt. Hätte die Sonne heute da oben keine Reichweite, dann hätten wir auf unserem Planeten sowieso kalt. Also kann Infrarot heute immer nur mit Reichweite eine gewisse Entfernung erwärmen. Wenn ich heute 5 Meter Raumtiefe habe, wie soll ich das bitte mit billigen Infrarot-Heizkörper, wurscht ob die 300 € kosten, du kannst damit keine Speicherwärme erwärmen, du wirst die Luft erwärmen. Das wird sich ganz schnell merken, weil heute noch eine schnelle warme Luft ist. Aber ihr habt keine Speicherwärme, weil nehmt heute die Energie aus, ist der Raum sofort wieder kalt. Da nicht. Und warum? Weil wir heute die Bauphysik trocknen, das heißt, das Mauerwerk wird trocken, alle anderen Oberflächen werden genauso getrocknet und dann werden sie erwärmt. Das heißt aber nicht, da trockene Luft. Nein, die Luftfeuchtigkeit ist perfekt. Ganz im Gegenteil zu jeder Zentralheizung, weil jede Fußbodenheizungsheizung schafft sie nicht einmal 30% Luftfeuchtigkeit. Mit der Celsius-Infrarotwärme habt ihr konstant eure 45 bis 60% Luftfeuchtigkeit. Und das ist genial, das ist sogar Allergiker geeignet, staubfrei. Keine Staubbewegung. Warum? Weil alle Oberflächen über Reflexion und Rückreflexion erwärmt werden. Und das können die billigen Infrarotheizkörper nicht. Deswegen hat unser Produkt da ganz andere Steuertechnik. Wir haben einen Computer mit auf der Seite, der was heute über Software eben den Strom in eine Frequenz umwandelt und über diese kristalline Struktur wird auf 12 Meter Raumtiefe Infrarot erzeugt. Und das ist genau der große Unterschied, warum Celsius auch seinen Preis kostet. Also denkt einmal drüber nach. Nur, wir haben jetzt gerade vor ein paar Tagen einen netten Eindruck gehabt. Schaut einmal rein ins letzte Video, was da drinnen steht. Da hat uns einer reingeschrieben, dass er für ein kleines Häusl hätte für Wärmepumpen richtig viel Geld zahlen. Das können wir heute mit einem Viertel der Kosten im Endeffekt realisieren mit Celsius. Also was ist teuer? Hört einmal auf damit, sondern es geht um die Technologie. Also tut es heute nicht vorurteilen, sondern kauft euch einmal eine Infrarotheizung. Aber auch Celsius. Und dann habt ihr aber auch Geduld, weil die könnt ihr nicht einfach einstecken und dann wird heute alles warm werden. Das muss sich aufbauen, das dauert einmal mehrere Wochen. Wenn heute Baufeuchtigkeit ist, oft auch länger, weil die Feuchtigkeit die Wärme nicht reflektieren kann. Auch die Sonne scheint da Vollgas, aber den Boden kann sie nicht erwärmen, weil da jetzt Schnee liegt. Und was ist Schnee? Also wie Feuchtigkeit. Also umso feuchter, umso kühler, umso trockener, umso wärmer. Aber trotzdem hat der Schnee eine sogenannte Strahlungsquellen und die spüre ich jetzt von unten auf bis zu meinem Hintern auf. Und das ist nicht angenehm. Und von oben habe ich heute die wunderbare Sonnenwärme. Also Infrarot ist genial, aber warum holt euch nicht die Sonnenwärme in eurem Wohnraum?
Und hört endlich bitte auf, Wärmeorten zu vermischen. Es ist ein Unterschied, ob ihr heute über Speicherwärme arbeitet. Nur da gibt es nicht viel Vergleiche. Also tun wir heute immer wieder mit Konvektionswärme vergleichen. Und das sind zwei Paar Schuhe, ob ihr das wissen wollt oder nicht. Es ist so. Infrarot ist natürlich, wenn die Sonne untergeht, bleibt Infrarot sehr übrig. In kalter wie in warmer Form. Schnee und Eis ist genauso Infrarot. Es ist halt eine sogenannte Infrarot-Kältestrahlung. Aufgrund der Minusgrade habe ich jetzt die Kältestrahlung, aber genauso auch als Abstrahlwärme aufgrund der Schneefläche. Wenn der Schnee trocknen würde, wird sich Speicherwärme aufbauen. Und so funktioniert es in einem Wohnraum auch. Hätte ich jetzt was Neues an, würde ich sofort auskühlen. Und das habe ich eben nicht. Ich habe was Trockenes am Körper und dadurch kann ich die Sonnenwärme genießen und die kühlt deswegen nicht aus. Somit habt ihr heute mit Celsius eine perfekte Wärme. Ihr habt heute auch wunderbares Wohlbefinden und ihr werdet eins sehen. Es ist die genialste Wärme überhaupt, weil alle, was da jetzt unter der Nebeldecke sind, haben genau das Problem, dass die Sonne heute nicht scheint. Und was passiert nachher? Man ist schlecht gelaunt, man hat heute einfach oft keinen Bock auf irgendwas und das regelt auch die Natur über ganz normale Hormonhaushalte, genauso über Vitamin D3. Sowas baut sich heute über Infrarotheizung von Celsius natürlich auf. Und deswegen habt ihr heute da die perfekte Heizung, wenn es ums Wohlbefinden geht, um wirklich die andere Wärme, so naturnah wie es überhaupt nur geht, Wohlbefinden durch unsere Celsius-Wärme. Und die holt euch. Schaut rein unter www.infrarothehimmel.at, tut uns liken, tut uns abonnieren. Und umso mehr Leute von dem Produkt erfahren, umso besser ist es. Und hört bitte auf mit den Vorurteilen, sondern kauft euch einmal so ein geniales System. Den Preis, was es kostet, ist es jeden Cent wert. Und ihr werdet nichts Vergleichbares finden. Nur ihr müsst einmal verstehen, um was es bei uns geht. Und das machen wir schon seit 20 Jahren. Also hört es vielleicht ein bisschen auf uns, weil wir haben die Erfahrung dazu. Wir machen es gut mit euch und deswegen bis zum nächsten Sonntag, bis auf ein neues Video. Pfiat euch miteinander.